Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Schauen wir mal, was uns in dieser Episode so alles erwartet. Noch immer findet sich unser friedliebendes atlantitisches Volk unter Schock. Kundschafter berichten, die Jagdgöttin Artemis habe die Amazonenstadt Milet, die bisher eher unbeachtet auf einer niederen Kulturstufe vegetierte, aufgehetzt. Müssen wir nun unserer pazifistischen Grundhaltung entsagen und insofern den Rücken kehren, dass wir zumindest unsere eigene Haut mit dem Gebrauch der Waffe verteidigen? Nun, dann soll es wohl so sein. Das Überleben einer Hochkultur steht auf dem Spiel. Und wäre dies nicht genug, so wurde von unseren Hohepriestern prophezeit, dass sich der alte Gott der Meere, der Atlantis einst jahrelang beschützte, auf die Seite der Amazonen geschlagen haben soll. Vielleicht um Artemis zu imponieren? Zumindest sind unsere Seewege nicht länger sicher. Aber eventuell könnte ein kleines Geschenk, das Poseidon angemessen wäre, besänftigen. Man sagt, er habe eine Schwäche für wohlerzogene Pferde. Vielleicht sollten wir den Gott des Krieges, einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Pferdenzucht, konsultieren. Bis dahin müssen wir wohl auf die Hilfe von Atlas bauen, der uns immerhin beim Ausbau unserer kulturellen Überlegenheit behilflich sein könnte. Dass endlich auch die Bergbauexperten aus Atlantis eingetroffen sind, die sich mit der Schwarzmarmorförderung auskennen, sollte dabei kein Nachteil sein, zumindest nicht für uns. Sobald sie unsere Arbeiter angelernt haben, dürfen sie dann auch meinetwegen wieder zurücksegeln. Die 5. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Zu den Waffen. Ja, und wir müssen wohl unsere pazifistische Grundhaltung ändern, denn Artemis hat die Amazonen auf uns aufgehetzt. Deswegen ist auch ein Ziel, Milet, die Amazonenstadt, zu regieren. Aber nicht nur das. Unsere Stadt muss mindestens 4000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser beherbergen. Wir müssen eine majestätische Pyramide errichten, wir müssen einen Quest erfüllen und 32 Holzbretter müssen für die neue Kolonie zur Verfügung gestellt werden. Einiges, was uns wieder erwartet, und wir dürfen uns wohl auch mit dem Zorn des Poseidon in dieser Episode stellen. Naja, ich bin sehr gespannt und wir kehren zurück zu unserer Stadt Pergamon. Wir gehen in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter maximal entwickelt mit unserem Stadtpalast und dem Schrein der Aphrodite, unserer Hauptgöttin. Auf dieser Insel hier produzieren wir in Massen Olivenöl, welches wir sehr gut verkaufen können. Ja, hier haben wir auch die Piere unserer Handelspartner. Auf der anderen Seite haben wir hier noch eine kleine Produktion von Wild, weil Fleisch können wir gut exportieren. Ja, und wir haben auch schon ein zweites Wohngebiet errichtet, neben dem Heiligtum der Aphrodite. Ja, neben dem Fleisch können wir endlich auch Seeigel produzieren, die wir für die Bevölkerung benötigen und auch für den Export. Ja, endlich können wir Marmor abbauen und auch Holz hier produzieren. Ja, und hier haben wir unser Silbervorkommen, wo das Silber in den Münzereien zu Drachmen verarbeitet wird. Ja, und wir mussten auch schon ein funktionierendes Hippodrom hier bauen und das Heiligtum für Demeter. Obwohl wir keine Farmen errichten können. Nun gut, ich hoffe mal, dass sich das eventuell noch ändert. Ja, dann schauen wir mal direkt, ob sich eventuell in den Bauoptionen was geändert hat. Ja, wir sehen schon hier, wir können jetzt natürlich gehobene Wohnungen in unserer Stadt etablieren. Bei der Landwirtschaft haben wir weiterhin nur die Plantagen, wo wir Olivenbäume anpflanzen können. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Seeigel Kai und den Jagdhof. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle, die Steinmetzwerkstatt, die Münzerei, und nun können wir auch
mit der Schwarzmarmorwerkstatt schwarzen Marmor abbauen. Bei Gewerbe können wir das Bildhaueratelier und die Olivenpressen errichten. So, hier ist alles in Ordnung. Ja. Ja, bei der Wissenschaft können wir jetzt auch das Museum errichten. Bei der Mythologie können wir folgendes Heiligtum errichten, nämlich den Obstgarten der Hera und die Säulen des Atlas. Aha. Beim Militär können wir unsere Stadt jetzt komplett befestigen. Und bei den Militärwerkstätten haben wir die Fregattenhäfen, Waffenschmieden, Pferdehof und die Wagenfabrik. Also wir können jetzt auch eine Kriegsflotte aufbauen und wir können unsere gehobenen Wohnungen maximal entwickeln lassen. Gut, ja, bei der Ästhetik, wir haben jede Menge Denkmäler. Naja, jede Menge ist ein bisschen übertrieben. Ja, und wir haben bei der Poseidon-Pyramide nun die Möglichkeit, die majestätische Pyramide zu errichten. Wow, das ist, glaube ich, die größte Pyramide, die wir bauen können. Sehr spannend. Gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Unsere Stadt ist Pergamon, hier in Kleinasien. Unser nächster Handelspartner ist Gordion, kauft Olivenöl und Wein. Portus ist ein entfernter Ort, kauft Weizen, Wolle und Olivenöl und verkauft Rüstung. Der Berg Smolkas, hoch oben in den Bergen, kauft Wein und verkauft Wolle. Delphi kauft Orangen und Olivenöl und verkauft Weizen. Epidaurus kauft Seeigel und Fleisch, verkauft Wolle und Skulpturen. Kythera ist unsere Kolonie, wir kriegen 16 Weizengarben jährlich als Tribut. Kauft schwarzen Marmor, verkauft Weizen, Oliven und Olivenöl. Atlantis als entfernter Ort verkauft nur, nämlich Orangen, schwarzen Marmor, Orikal und Olivenöl. Ja, dann haben wir noch Thera als unsere Kolonie. Wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft Weizen und Wolle, verkauft Bronze und Marmor. Ja, und der einzige Rivale ist Milet, braucht Weizen und Orangen, ja, und den müssen wir regieren. Bevor wir das aber machen, werden wir erstmal natürlich unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Wir können den Pausenmodus erstmal aufheben. Ja, die ganzen Kunsthandwerkergilden können wir hier abreißen. Ja, und hier würde ich das Heiligtum für Atlas errichten. Wir haben hier unsere Steinmetzwerkstätten. Wir haben hier auch direkt die Lagerhäuser mit Marmor. Da müsste das eigentlich relativ schnell gehen. Also Marmor haben wir ja mehr als genug. Ja, und wenn wir jetzt relativ viel bauen werden, möchte ich natürlich hier das Heiligtum für ihn errichten. Kann ruhig ein bisschen mehr Platz hier haben. So, wunderbar. Dann können wir das hier anschließen. Jahresanfang, Kythera zahlt seinen Tribut, kann ihn gar nicht abgeben, weil wir genug Weizen haben. Die Marmorplatten können wir annehmen von Thera, wunderbar. So, dann brauchen wir natürlich hier unsere Kunsthandwerkergilden. Wie bauen wir das? Bauen wir hier. Wie sieht es überhaupt aus mit der Arbeitslosigkeit? Naja, das hat sich jetzt ergeben. Oh, ein Seeigelkai ist eingestürzt. Irgendwie funktioniert das hier nicht so wirklich. Egal. Müssen wir mal gucken, ob wir das nachher irgendwie verbessern können. So, wir hatten in der letzten Episode den Held Theseus hier. Das können wir eigentlich alles abreißen. Es sei denn, Theseus muss nochmal gerufen werden. Dann würde ich es, glaube ich, lassen, oder? Ach nee, wir reißen das jetzt alles ab. Sollte Theseus tatsächlich nochmal gerufen werden, müssen wir es halt neu bauen. Ich möchte nämlich hier noch eine Straße um unseren Tempel des Olymps errichten. So, und dann machen wir das so. Und hier kommen dann jetzt Gärten hin. Nee, Bänke. Hohe Obelisken.
Und dann kommen Gärten bzw. Parks. Gut, ja, so gefällt mir das ganz gut. Wir könnten natürlich das so bauen, dass wir hier auch nochmal Parks bauen. So. Ja, das finde ich ganz gut. So, und hier können wir immer noch, wenn es nötig ist, entsprechend die Heldenhalle des Theseus errichten. Die braucht ja die Nähe zum Stadtpalast. Gut, ja, wir produzieren jede Menge Marmor. Allerdings können wir jetzt auch schwarzen Marmor produzieren. Das würde ich dann gerne hier machen. So. Bauen wir mal direkt 4 Schwarzmarmorwerkstätten. Oh, wir kriegen die Mitteilung, ein wirtschaftlicher Niedergang in Gordion. Auch das ist natürlich nicht so schön. So, wir brauchen für unser Heiligtum 4 Skulpturen. Die können wir einkaufen. Und zwar hier bei unserem Handelspartner Epidaurus. 4 Stück brauchen wir. Gut. Dann brauchen wir aber auch noch Warenlager, ne, für unseren schwarzen Marmor. Wir haben keine Arbeiter im Moment. Wir können hier dieses Wohngebiet entsprechend weiter ausbilden. Die brauchen nämlich jetzt Olivenöl. Das haben wir ja in Mengen da. Gut, Ölhändler. Bitteschön. Obwohl wir haben schon ein Warenlager hier für schwarzen Marmor. Oh, dann brauchen wir jetzt erstmal kein Warenlager zu bauen. Ja, Bronze haben wir hier auch schon. Wir können ja Bronze auch einkaufen. Wir müssen ja entsprechend Waffen produzieren. Wir könnten die zwar auch einkaufen, aber wir können sie auch natürlich produzieren. Für unsere gehobenen Wohnungen. Ja, und damit werden wir uns als nächstes beschäftigen. Nämlich mit dem Bau unseres Wohngebietes für die gehobenen Wohnungen. So, unsere Skulpturen sind ja schon da. Dann können wir den Einkauf natürlich wieder stoppen. Ja, dann sollte aber das Heiligtum für Atlas relativ schnell hier fertiggestellt werden, oder? Ja, hier entwickelt es sich auch prächtig. Parkanlagen bauen wir hier noch. So. Und hier kommen wieder Heckenlabyrinthe hin. Sehr schön. Gut, hier wandern jetzt wieder jede Menge Menschen ein. Oh, die Nahrungsmittelproduktion. Ja, ich hoffe mal, das reicht hier. Ja, und das sollte aber. Da kommt unsere Marktfrau. Ja, unser Tempelgebäude ist schon fast fertiggestellt hier. Naja, die Versorgung mit Marmor ist ja hier auch wirklich super. Ja, jede Menge Marmor hier. Ja, wunderbar. Ja, während das Heiligtum für Atlas fertiggestellt wird, können wir noch kurz überlegen, wie wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen wollen. Wir haben ja hier unser Versorgungszentrum und ich würde hier anfangen mit der großen Agora und nach hier hin unser gehobenes Wohngebiet aufbauen. Das fruchtbare Gebiet hier interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, weil wir keine Landwirtschaft betreiben können. Also von daher können wir das hier gut überbauen. Wir haben auch hier diese Steine, die müssen wir auch noch irgendwie integrieren. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und bauen hier schon mal auf jeden Fall das Straßensystem für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung auf. So, ich habe ganz schön getüftelt hier, bis ich das Wohngebiet der gehobenen Wohnung richtig aufgebaut habe. Ja, wir haben hier die große Agora schon
Denkmäler und Alleen und Prachtstraßen. Wir werden jetzt natürlich nach und nach jetzt erstmal die Kulturstätten aufbauen. Hier haben wir ja die Universität und auch die Erfinderwerkstatt, die möchte ich hier zentraler haben. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal hier Sperren setzen. Und natürlich brauchen wir, ja, ein Steuerbüro brauchen wir, aber wir brauchen jetzt erstmal einen Architekten, der muss hier hin. So, wir müssen das hier mal ein bisschen auffüllen. Und da müssen jetzt auf jeden Fall, ich sag mal, 12 Einheiten jeweils immer eingelagert werden. Wenn jetzt hier 2 Wohngebiete und das Wohngebiet der gehobenen Wohnung sich daraus versorgen möchte. Wir brauchen noch ein Warenlager, nämlich hier. Und das wird den Wein holen. Wo ist der Wein? Hier. Der kann geholt werden. Wir haben hier schon etwas im Warenlager. Ja, wir brauchen eigentlich noch ein Warenlager für Rüstungen. Das können wir hier einbauen. Wir werden jetzt hier kein Orikan mehr annehmen, sondern werden jetzt hier Rüstungen holen. Na, annehmen reicht auch. Gut, wir können den Pausenmodus aufheben. Und wir haben schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Wunderbar. Okay, tja, wir können hier ein Architekten noch bauen. Hier können wir leider nichts bauen. Ich würde jetzt die Jagdhöfe, glaube ich, hier hinbauen wollen. So. Ihr seht, ich habe schon diese Achse hier gebaut für unser Heiligtum der Athene. Quatsch, für Aphrodite. Dann können wir hier noch ein paar Verschönerungen durchführen. Und ich würde dann jetzt die beiden hier abreißen, weil hier würde ich gerne unsere Waffenfabrik nachher bauen. Hier kann der Pferdehof hin, dann kann nämlich hier entsprechend der Weizen direkt zum Pferdehof gebracht werden. Ja, habe ich mir schon ganz viele Gedanken gemacht. So, wir können hier die Universität und auch die Erfinderwerkstatt hier abreißen und die bauen wir hier wieder zentraler auf, nämlich hier. So. So, wir bauen jetzt hier unsere kulturellen Gebäude mal auf. Da verändere ich das aber hier mit den Prachtstraßen noch mal etwas um. Da brauche ich nur das hier wegzunehmen, weil ich möchte später natürlich hier auch noch gehobene Wohnungen bauen. Diese Ausbuchtung hier, die sich dadurch ergibt, da bauen wir jetzt einmal natürlich das Observatorium, das kann hier hin, und die Erfinderwerkstatt. Nein, das Labor natürlich. So. Dann brauchen wir natürlich unsere Bibliothek. Die kann hier hin oder hier hin. Das ist eigentlich egal, oder? Bauen wir sie hier hin. Tja, und ihr seht, wir haben schon wieder unser ganzes Olivenöl verkauft. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir hier genug Olivenöl auch haben. Vielleicht kaufen wir jetzt mal hier kein Olivenöl mehr, obwohl hier werden 12 verkauft. Das geht eigentlich bei Gordion. Wir werden jetzt mal Bronze einkaufen. Bei Delos kann das auch bleiben. Olivenöl, ja, hier bei Pontus werden 36 Einheiten Olivenöl gekauft. Das werden wir mal stoppen. Wir haben nämlich hier schon wieder kein Olivenöl drin. Das ist echt doof. Und hier sind auch keine Nahrungsmittel mehr drin. Das ist auch doof. Wir nehmen wir Weizen jetzt hier auch an. 16 Einheiten. Können wir denn irgendwo noch Lebensmittel einkaufen? Wir können Orangen einkaufen. Ja, das können wir machen. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Waffenproduktion.
Tja, wo bauen wir die Waffenschmieden auf? Hier. Wo wird die Bronze eingekauft? Ah, hier bei Terra. Ja, das passt doch wunderbar. Da ist der Weg nicht so weit. Mal 3 Stück. So, hier wird die Bronze jetzt geleert. Den Wein nehmen wir jetzt hier auch nicht mehr an. So, wir könnten auch etwas schwarzen Marmor verkaufen. Und zwar kauft Kythera unseren Marmor, unseren schwarzen Marmor. Da können wir ja immer mal 12 Platten einlagern. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum wir Mitarbeiter brauchen. Nämlich hier, weil das Heiligtum für Atlas ist fertig. Wunderbar. So, wir bauen aber jetzt hier auch nochmal ein Warenlager für schwarzen Marmor auf. So, wir entwickeln dieses Wohngebiet jetzt weiter. Wir bauen hier das Labor auf und dann kann sich dieses Wohngebiet auch maximal entwickeln. Dafür werden wir nochmal ein paar Parkanlagen bauen. So. Was brauchen wir überhaupt? 51 Arbeiter, naja gut, stellen wir das Lohnniveau mal auf hoch. So, wir positionieren mal die Händler auf der Agora für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Gut. Dann könnten wir jetzt auch die ersten gehobenen Wohnungen platzieren. Gut. Hier kann noch das Steuerbüro hin. Oder hier. Aber bauen wir es hier, dann bauen wir hier noch nachher eine zweite Bibliothek. Das sieht dann schöner aus. Okay. Wunderbar, die ersten 6 gehobenen Wohnungen sind aufgebaut. Ja, interessant ist, dass wir ja keinen Wein einkaufen können. Ich gucke noch mal kurz. Nein. Das heißt, entweder kriegen wir Wein geschenkt oder wir müssen mit dem auskommen, was wir jetzt hier haben. Ja, im Moment machen wir ein leichtes Minus, weil wir nicht so viel Olivenöl verkaufen, weil wir die Bronze einkaufen hier für unseren Waffenschmieden. Die ersten Waffen sind aber schon im Warenlager. Allerdings verkaufen wir jetzt auch schwarzen Marmor. Tja, wir können die Olivenölproduktion immer noch weiter vorantreiben. Allerdings würde ich auch die ersten Triremen bauen. Aber wir haben einfach zu wenig Arbeiter. Ja, aber hier wandern ja jede Menge Menschen ein. Ja, wir können hier noch ein paar Verschönerungen schon mal durchführen. Mit einem Gartenhaus. Und Blumengärten oder Muschelgärten. Nehmen wir Muschelgärten. So, dann können wir hier auch noch Parkanlagen. Ja, wunderbar. So, und die ersten gehobenen Wohnungen sind auch schon entsprechend bezogen und entwickeln sich jetzt. So, wir können den ersten Triremhafen bauen. Ja, hier haben wir doch einen Platz dafür, oder? Ich rede nur von Triremen. Natürlich ist es ein Fregattenhafen. Da war ich wieder bei Zeus gewesen. Ja, wir sollten noch ein Plätzchen für unsere majestätische Pyramide suchen. Wir haben natürlich hier jede Menge Platz, so an der Peripherie unserer Stadt.
Ja, wir könnten sie natürlich auch hier hinbauen, allerdings, ich würde eventuell ja noch ein drittes Wohngebiet aufbauen wollen. Das sollte dann hier hinkommen. Das wäre nicht so gut. Ja, hier an der Stirnseite passt leider die majestätische Pyramide nicht hin. Nein, da ist Kartenende. Ja, ich glaube, ich mache hier so einen Pyramidenbauplatz auf. Warum nicht? Bauen wir das so? Ja. Oh nein! Eine Flutwelle! Ich hasse Flutwellen! Noch eine Flutwelle. Oh Gott. 3 Flutwellen. Oh nein! Nein! Oh Gott! Oh nein! Kythera zahlt Tribut. Ach, du ahnst es nicht. Erstmal in den Pausenmodus. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ach, du ahnst es nicht. Schau dir das an. Das ist alles weg hier. Ach, du glaubst es nicht. Die Brücke ist weg. Hier ist alles in Ordnung. Nee, nicht ganz. Hier, das ist auch zerstört worden. Okay. Ja, das müssen wir sofort wieder aufbauen. Hier war unser Labor. Das sollten wir sofort wieder aufbauen. Nein, das passt nicht mehr dahin. Ah. Ach, du glaubst es nicht. So ginge es. Nee, so geht's auch nicht. Ja. Das ist mega doof. Das müssen wir mal hier wegnehmen. Okay, dann nehmen wir das so. Halt. Wir brauchen eventuell kein Labor, weil ich hier das Museum aufbaue. Das geht. Jawohl. Ja, das würde gehen. Ich will mal eben kurz noch was gucken. Nee, das passt alles nicht. Nein. Ich hoffe mal, dass das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Hier können jetzt, wir werden mal hier diese Verbindung machen. So. Hier können Seeigelkais, glaube ich, hin. Passt das? Ja, das passt. Wunderbar. Dann sind hier die Handelsposten zerstört. Oh Gott, also. Das können wir schon mal bauen. Kythera. Kommt hier hin. Ah, nein, das war nicht Kythera. Ich brauche hier Thera. Und zwar wegen dem Bronzeimport. Jawohl. Gut, so, hier können wir nichts mitmachen. Delphi ist alles soweit in Ordnung. So, passt jetzt hier noch ein Pier hin? Von Kythera. Nee, das passt nicht. Oh, das ist aber schade. Dafür können hier Seeigelkais, glaube ich, hin, oder? Nein, wir können hier gar nichts bauen. Okay, na gut, dann lassen wir es. Hier können die Seeigelkais wieder aufgebaut werden. Und der Architekt. Sperren hier nicht vergessen.
So, unsere ganzen Olivenbäume sind weg. Okay. Pausenmodus. Oh, wie anstrengend. So, wir brauchen die Brücke wieder. Wo können wir die jetzt aufbauen? Hier geht es nicht mehr. Nein. Nein. Oh, 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 oh. Hier geht es nicht mehr. Oh. Ja, dann müssen wir es so machen, ne? Ja, so geht es auch. Gut, dann bauen wir jetzt hier die Landarbeiterlager wieder auf. Und setzen wieder unsere Olivenbäume. So, ja, dann brauchen wir noch hier die Piere von Kythera. Ach, das passt da jetzt alles gar nicht mehr hier hin. Was haben wir denn jetzt noch? Epidaurus, da brauchen wir die Wolle, ne? Ja, wir machen Folgendes. Dieses Warenlager wird jetzt das Olivenöl holen. Den Pausenmodus werden wir jetzt mal wieder aufheben. Hier wird nichts mehr angenommen. Weil hier können wir noch ein Pier bauen. Ach so, wir müssen noch hier eine Brücke wieder bauen, sehe ich gerade. Da passt sie hin. Gut. Oh mein Gott. Wie anstrengend. Nehmen Sie meinen Quest an, dann ist Ihnen meine Bewunderung sicher. Okay, wir kriegen den Quest von Ares gestellt. Die Stuten des Diomedes. Wer meinen Quest annimmt, dem ist meine Bewunderung sicher. Sagen Sie Herkules, er soll mir Ares die unvergleichlichen Stuten des Diomedes bringen. Ihre Menschenfleischdiät macht sie zu den stärksten, schnellsten und furchterregendsten aller Schlachtrösser. Okay. Wir müssen Herkules rufen. Das machen wir gleich. Wir sollten jetzt vielleicht kein Olivenöl mehr verkaufen. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, für unsere Stadt erstmal. So, wir bauen jetzt hier das Pier von Kythera auf. Na, warum baut sich das nicht auf? So, da ist es jetzt. Da können wir nachher den schwarzen Marmor, was heißt nachher, jetzt verkaufen. Und wir kaufen den Weizen wieder ein. So, und hier müssen wir jetzt das Pier von Epidaurus aufbauen, damit wir wieder unsere Wolle einkaufen können. Ja, das passt. Wunderbar. Wolle wird eingekauft. Wo kaufen wir noch Wolle ein? Erstmal den Verkauf von Olivenöl stoppen. Hier. Da können wir die Wolle noch einkaufen. Ja, ein schwerer Schlag hier. Wir können jetzt hier tatsächlich noch entsprechend eine Parzelle ausweisen. Eine Olivenpresse ist eingestürzt. Okay.
Warum? Ah, nein. Das geht gar nicht mit der Brücke hier. Wegen dieses blöden Steins. Und dann muss die Brücke tatsächlich... wo kann die denn jetzt hin? Hier. Dann bauen wir die so. Dafür müssen wir das hier wegnehmen. Ja, das ist eine ganz schöne Puzzelei hier. Kann ich nichts für. Ist leider so. Kriege ich denn jetzt hier noch eine Olivenpresse noch hin? Nee, das geht nicht. So, da wird jetzt auch wieder eingekauft. Hier sind auch wieder entsprechend Mitarbeiter. Ah, okay. Das war mein Fehler. So. Ja, dann können wir das so machen. Jo. Hier passt auch noch eine hin. Wir sollten hier auch noch einen Architekten bauen. Kann hier hin und hier muss natürlich auch wieder noch eine Brücke hin, ne? Oh Gott. So, dann müssen wir das natürlich ja auch jetzt anschließen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt nicht richtig funktioniert hier mit dem Museum. Okay, dann machen wir das anders. Das nützt nichts. Wir bauen den Architekten hier auf. Nee, das ist auch doof, was ich gebaut habe, ne? Dann hat er keinen Zugang hier. So, wir bauen hier das Labor auf, ganz schnell. Ja, ich weiß. Ich nehme an, ihr mögt andere Gottheiten mehr als mich. Ihr seid genau wie Zeus. So, okay. Den Architekten muss ich hier hinbauen. Ach, das geht wegen des Steins nicht. Anstrengend hier. Ja, dann mache ich das so. Da kommt diese eine Sperre hier weg. Damit kann ich leben. So, das muss ich jetzt erstmal wieder entwickeln. So, hier fehlt natürlich jetzt ein Silo. Das Silo bauen wir hier auf. Ja, wir können ja sowieso nichts bauen hier. So, Orangen werden nicht angenommen. Weizen wird 16 Einheiten geholt. Fleisch wird geholt. Seeigel auch. Gut. Ach. Einen Architekten bitte hier hinbauen. So, da entwickelt sich jetzt unser Wohngebiet Gott sei Dank weiter. Oh, Gott sei Dank. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Lassen wir uns mal weiterentwickeln. Wir waren mit unserer majestätischen Pyramide ja noch beschäftigt gewesen. Bevor diese Flutwellenattacke kam.
Wie sieht es überhaupt mit den Nahrungsmitteln aus? Wir haben genug, okay. So, was ist hier los? Olivenöl fehlt. Naja gut, dann sind wir ja dran. Wir müssen das hier natürlich wieder umstellen, dass es nur angenommen wird. Sonst wären keine anderen Warenlager entsprechend beliefert. Ja, diese Episode hat es auch wieder mal so richtig in sich, ne? So, ich wollte ja unsere majestätische Pyramide hier hinsetzen. Das können wir doch jetzt endlich mal machen, oder? So, dann können die Kunsthandwerkergilden hier hin. Ja, wir müssen erstmal hier das auf sehr hoch stellen und warten jetzt erstmal, dass wieder genügend Arbeiter in unserer Stadt sind. Dieses Wohngebiet hat sich nämlich auch hier komplett zurückentwickelt, wegen des Olivenöls. So, dafür sieht hier es schon mal sehr gut aus. Ja, wir können natürlich das Gewerbe für Marmor, Holz und schwarzen Marmor erstmal stilllegen. Ja, wir führen diese Straße mal hier weiter raus. Hier können wir nämlich auch noch Seeigelkais bauen. Dann können wir das hier nämlich so miteinander verbinden. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ne, hier passt leider keiner hin. Aber hier passt einer hin und hier. Ja, warten wir aber erstmal noch ein bisschen mit. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ach je. Also Milet beginnt eine Invasion in 3 Monaten. Und Poseidon greift an. Wunderbar. Terra schenkt Wein. 32 Amphoren Wein. Später. Da muss ich noch irgendein Warenlager frei machen für. So, Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Marmor geht gar nicht mehr. Ja, das heißt, dass wir keine Seeigel hier produzieren können und der Seehandel ist natürlich unterbrochen. Oh, das ist nicht gut. Das ist unsere Nahrungsmittelproduktion nämlich ganz schön eingeschränkt. Da habe ich nur noch Fleisch, was ich produziere. Dann sollte ich doch noch schnell doch noch Jagdhöfe bauen. Na komm, bauen wir hier noch 2 Stück hin. So, da ist schon unser Poseidon auf dem Vormarsch. Wie nervig. So, jetzt nehmen wir den Wein an. Ich habe jetzt kein Warenlager gefunden. Wir können 24 annehmen. Reicht auch. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Ach was. Das kann man ganz schnell ändern, indem wir das hier wieder runtersetzen. So, dann passt das, ne? Ach, hat jetzt Poseidon nicht unsere Seeigelkais verflucht? Das ist ja gar nicht schlecht. So, Terra kommt wieder hier hin, dann kann ich irgendwann wieder Bronze einkaufen. Ja, das weiß ich, aber hier ist jetzt endlich Olivenöl wieder angekommen. Milet beginnt die Invasion in einem Monat. Ja, wir kaufen uns frei. Also unsere Stadtkasse ist gut gefüllt. Wobei wir jetzt gerade echt ziemlich Verlust machen, ne? Ja, aber bis jetzt haben wir wieder ein Plus gemacht. Okay. Auf jeden Fall wird hier wieder gearbeitet. Und wir können nachher wieder hier unser Fregattenhafen wieder aufbauen. So, es ist soweit. Milet greift uns an. Mit 6.125 Drachmen können wir sie bestechen. Das tun wir. Okay. Ja, das ist interessant. Habe ich irgendwo Kunsthandwerkergilden? Ach ja, hier habe ich ja 2 Kunsthandwerkergilden. Die habe ich ja gar nicht abgerissen.
Okay, ja, dann können die jetzt auch erstmal bleiben. Wobei, das ist ja eigentlich Blödsinn, ne? Die bauen wir jetzt hier auf. Und einen Architekten hätte ich gerne hier noch. So, und die hier können weg. Ja, und das Gewerbe haben wir ja hier komplett ist eingestellt. Ja, schwarzen Marmor können wir eigentlich wieder aktivieren. Holz haben wir auch mehr als genug. Brauchen wir noch nicht. So, wir können noch mal Atlas fragen, ob er uns hilft, oder? Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. So, ja, den Pferdehof und die Wagenfabrik werde ich jetzt erstmal nicht aufbauen, weil den Weizen brauchen wir jetzt für unsere Bevölkerung erstmal. Wenn wir nachher wieder Seehandel betreiben können, dann können wir auch den Pferdehof bauen und auch entsprechend unsere Wagenfabrik. Holz haben wir ja genug. Ich stelle gerade fest, wir haben ja noch hier die Heldenhalle des Herkules. Ja, die baue ich ja immer hier in das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Herkules braucht ja ganz viel Kultur, in dem Fall jetzt Wissenschaft. Setzen wir mal hier hin. So, was brauchen wir denn? 32 Amphoren Wein braucht er noch. Okay. Und hervorragenden Zugang zur Wissenschaft. Ja, das wird gleich noch passieren. Ach nein, dann hätten wir den Wein doch komplett annehmen müssen. Ja, vielleicht schenkt uns Terra ja noch mal Wein. So, dann würde ich jetzt hier noch gehobene Wohnungen aufbauen. Das ist eine ganze gehobene Wohnung hier, ne? So. Nicht attraktiv genug. Ach so, wir brauchen Öl. Okay. Wir verkaufen irgendwo Olivenöl, ne? Ja, aber wir verkaufen ja jetzt im Moment nichts. Warum habe ich so wenig Olivenöl nur? Komm, wir kaufen das Olivenöl noch bei Atlantis ein. Aber wir haben den Verkauf von Olivenöl einmal komplett ausgeschaltet, ne? Ja, haben wir. Okay. Ja, hier fehlt das Olivenöl, wobei jetzt ist es eigentlich da. Ah ja, okay, gut. Ja, ich glaube, das Olivenöl brauchen wir jetzt hier nicht mehr bei Atlantis einzukaufen. Das hat sich nämlich jetzt hier schon wieder verbessert. Ja, dieses Wohngebiet hat sich Gott sei Dank jetzt weiterentwickelt. Jetzt ist ja Olivenöl wieder da, aber die Nahrungsmittelversorgung ist echt ziemlich mies. Dann es lohnt sich noch nicht, Milet anzugreifen. Milet ist nämlich schon ziemlich stark. So, können wir jetzt nochmal gehobene Wohnungen bauen? Ne, lieber nicht. Da ist so wenig Olivenöl nur im Warenlager. Da warten wir noch ein bisschen mit. Ich hoffe, ich kriege nachher nochmal entsprechend Wein geschenkt. Wir hätten es doch komplett annehmen müssen für Herkules. Okay, jetzt ist wieder Olivenöl im Warenlager. Ja, das passt doch hier super. So, wir haben auch wieder genug Arbeitslose. Ich möchte jetzt meine erste Fregatte gerne haben. So, dann bauen wir sie jetzt hier auf. Hier passt leider keine mehr hin. So, ein bisschen Olivenöl können wir jetzt wieder verkaufen. Hier bei Delos. Aber der Handel ist sowieso noch nicht hier wieder möglich. So, hier bauen wir mal ein paar Verschönerungen hin. Ich brauche jetzt mal etwas anderes hier, außer Katastrophen. Nein, die sind zu klein. Habe ich nichts Größeres? Dann machen wir das so.
Oh Gott sei Dank. Thera schenkt Wein. Den nehmen wir an. Gott sei Dank. Und Gordion schenkt 2 Amphoren Wein. Dankeschön. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich... Oh, der Seehandel wird wieder aufgenommen. Wunderbar. Herkules rufen können. Jawohl. Was machen wir doch sofort? Kythera zahlt Tribut. Wunderbar. Ja. Oh, Gott sei Dank. Dann können wir hier... Nehme an, ihr mögt andere Gottheiten mehr als mich. Ihr seid genau wie Zeus. Ach, Hera, jetzt nerv uns doch nicht. Nicht attraktiv genug für diese Reihe gehobene Wohnungen. Dann bauen wir hier eine Prachtstraße. Das sollte ja möglich sein, ne? Jawohl. Hier kann eine Allee hin. Na, nicht hier. So, jetzt sollte es aber gehen, oder? Jawohl. Wunderbar. Das ist das Maximum, was wir jetzt hier entsprechend aufbauen können. Ich würde jetzt hier noch Lenkmäler setzen, nämlich hier und auch hier. So, und ich war ja noch bei den Verschönerungen stehen geblieben. Hohe Obelisken. Ja, und dann bauen wir... Ja, das sieht nicht aus. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ja, wunderbar. Herkules ist in der Stadt, kann direkt sich auf den Quest begeben für Ares. Wenn ich hier fertig bin. So. Ja, mein Lieber, dann besorg du mal die Stuten des Diomedes. Schicken wir los. So, unsere Waffenschmieden arbeiten auch wieder. Wunderbar. Wir haben jede Menge Arbeitslose. Da können wir jetzt nochmal eine Waffenschmiede bauen. So, 4 Stück. Das ist gut. Ja, und jetzt, wo der Seehandel wieder funktioniert und wir Weizen einkaufen können, bauen wir natürlich den Pferdehof hier auf. Passt nämlich wunderbar dahin. Und natürlich die Wagenfabrik. Die kommt hier hin. So, dann können wir hier noch ein Stückchen Allee bauen, nämlich das Stückchen hier. Und hier. Ja, und hier, naja, das dauert natürlich noch ein bisschen. Der Weg ist natürlich sehr weit, den unsere Elefanten hier mit dem Baumaterial gehen müssen. Dafür haben wir ein Zufriedenheitsdenkmal. Wunderbar. Nun gut, wenn wir so viele Arbeitslose haben, dann können wir erstmal noch 2 Kunsthandwerkergilden bauen. Ja, und die Olivenölproduktion könnten wir natürlich noch ein bisschen weiter vorantreiben, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Wir verkaufen jetzt nochmal hier bei Delphi Olivenöls auch nur 12 Einheiten, die wir verkaufen können. Ja, wir haben natürlich auch noch das Gewerbe für Marmor, was wir wieder anschalten können. Und für Pferde ist stillgelegt und Holz können wir natürlich auch wieder produzieren, ne? Zack. Brauchen wir 65 Arbeiter. Allerdings können wir auch mal hier 2 von den
Steinmetzwerkstätten abreißen. Und auch hier bei dem Holz haben wir auch mehr als Ich kann genug. Sie mit Stolz einen Soldatenkameraden nennen. Sie haben meinen Quest abgeschlossen. Na wunderbar. Ares ist zufrieden mit uns. Was will man mehr? So, dann reißen wir das hier auch ab. No, dann sieht das schon ganz gut aus, oder? Ja, unsere Trireme wird gebaut. Das ist sehr gut. Hier passt leider kein Triremhafen mehr hin. Das habe ich, glaube ich, eben schon mal ausprobiert, oder? Mann, es ist ein Fregattenhafen, ich weiß. Ah, doch, passt wunderbar. So, da ist sie schon, die Fregatte. Ja, und die kriegt jetzt gleich noch Orikal und dann haben wir atlantisches Feuer. Das ist gut. Apropos Orikal. Das müssen wir jetzt mal einkaufen. Wir werden es aber hier jetzt nicht mehr annehmen. Ach, habe ich schon ausgeschaltet. Gut. So, und auch bei Gordion können wir natürlich jetzt Olivenöl wieder verkaufen. Ich glaube, wir haben noch einen Handelspartner, nämlich das Pier von Pontus. Ich habe nur leider keinen Platz. Hier passt er noch hin. Was können wir denn da verkaufen nochmal? Olivenöl können wir dort verkaufen. Naja gut, komm. Das brauchen wir jetzt im Moment nicht. So, ihr seht, hier ist Orikal jetzt bei unserer Fregatte. Das heißt, wir können die Mannschaft nach Hause schicken. Und wir bauen den zweiten Fregattenhafen, der ja hier hinpasst. Wunderbar. Ja, und ich denke mal, hier werde ich noch ein drittes Wohngebiet aufbauen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dann brauchen wir aber hier definitiv noch ein zweites Silo. Aber im Moment reicht das ja hier. Wobei, das ist schon ziemlich stark frequentiert hier, ne? Wenn ich das so sehe. Naja, und unsere Priester bedienen sich ja auch noch aus dem Silo. Das ist echt knapp hier mit den Nahrungsmitteln. So, ich sehe, unser Pferdehof ist in Betrieb. Wir können ja schon den Wagenhändler auf unserer Agora platzieren. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Sie haben mich zu ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu ihrem. Oh nein. Poseidon greift wieder an. Dann würde ich mal hier den Bau unserer Trireme mal komplett stoppen. So, wir nehmen wieder unsere Tribute an. So, der ist schon wieder auf dem Vormarsch. Ich hoffe, er verflucht jetzt meine Segelkais wieder nicht. Das wäre schön. Ja. Ja, er macht sich auf den Weg zu unserer Trireme. Ja, da ist er schon auf dem Weg. Was ist denn hier los? Okay. Keine Ahnung, wo er hingeschossen hat. Aber er macht sich wieder auf den Weg. Ich glaube, unsere Seeigelkais sind, Gott sei Dank, nochmal verschont geblieben. Aber unsere Triremenhäfen sind verflucht. Ja, schade. Auch unsere Seeigelkais werden gerade verflucht. Oh, das ist natürlich jetzt doof, was unsere Nahrungsmittelversorgung betrifft. Oh Gott.
Okay, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Wir sollten doch jetzt Milet allmählich mal angreifen. Wir haben ja jetzt auch schon die ersten Streitwagenkämpfer. Vielleicht warten wir mit den Triremen dann noch. So, das Pier von Terra ist wieder aufgebaut. Da kaufen wir die Bronze wieder ein. Ja, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir warten, bis der Fluch aufgelöst ist und wir wieder Seehandel betreiben können, bauen unsere beiden Triremen auf. Und wenn die fertig sind, dann werden wir entsprechend Milet angreifen. Ja, wir könnten hier nochmal gucken, ob uns Atlas hilft. Wir können ja im Moment kein Orikal kaufen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Vielen Dank. Da ist er schon. Arbeitsmarkt sieht super aus. Ja, ein Blick auf die Ziele. Wir haben die 4000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus und wir haben die Stuten des Diomedes beschaffen. Wir können die Holzbretter für die Kolonie zur Verfügung stellen. Jetzt müssen wir Milet regieren und die majestätische Pyramide fertigstellen. Da haben wir schon die Hälfte, oder etwas mehr als die Hälfte, fertig. Hier ist alles noch verflucht, also unsere Trirem-Häfen sind verflucht und auch unsere Seeigelkais. Aber die Nahrungsversorgung sieht momentan noch gut aus. So, der Fluch ist von unseren Seeigelkais genommen und auch hier bei unseren Triremen. So, jetzt aber könnt ihr wieder loslegen. Und der Seehandel, der ist noch nicht aufgenommen. Ja, ich weiß. Dann gehen wir mal auf ein hohes Lohnniveau. Ja, ich habe Demeter nochmal um Beistand gebeten. Da kommt sie. Das Silo ist nämlich hier auch echt ziemlich leer. Ja, und der Seehandel ist immer noch nicht wieder aufgenommen worden. Da kommt sie, Gott sei Dank. Silo ist nämlich leer. Och, Milet beginnt wieder Invasion in 2 Monaten. Na gut. Und wir kriegen die Mitteilung, dass Phaistos entdeckt wurde. Aha. Ach, wunderbar. Das Silo ist wieder voll. Und der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. Gott sei Dank. Hüter zahlt Tribut. Terra auch. Tja, und hier stürzen unsere Olivenpressen ein. Warum auch immer. Dann bauen wir hier noch einen Architekten auf. Ja, jede Menge Olivenöl. Wir könnten noch das Pier von Pontus bauen. Das können wir ja hier hinbauen. Das ist zwar weit, weit weg, aber naja gut. Dann können wir das so hier anschließen. Mit einem Architekten. Eine Sperre und dann können wir hier auch noch Olivenöl verkaufen. Gut. Ja, 1 Monat haben wir noch, bis Milet uns angreift. Ja, das sollen sie ruhig machen. Gut, ihr könnt jetzt erstmal zurück. Und dafür werden wir hier entsprechend das jetzt noch aktivieren. So, diesmal müssen wir 7250 Drachmen zahlen, um die Invasion zu bestechen. Das tun wir. Ja, sobald jetzt die eine Trireme jetzt fertiggestellt ist und auch mit Orikal versorgt ist, werden wir Milet angreifen. Ja, und hier bei unserer
majestätischen Pyramide wird jetzt die zweite Etage gebaut aus Marmor. Hilft uns Atlas nochmal? Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, vielen Dank, Atlas. So, nach einer gefühlten Ewigkeit ist jetzt endlich die zweite Kriegsfregatte fertig. Wir warten noch auf Orikalk. Und dann geht es endlich los. So, und da ist das Orikal auf dem Weg. Gott sei Dank, das dauert immer Ewigkeiten. Und die Wege sind auch wirklich mega weit. Das mit dieser Flutwelle, das hat mir echt hier fast den Rest gegeben. Aber besonnen muss man bleiben. So, wunderbar. Ja. Wir werden euch auch bemannen. Ja, ich weiß, dass wir dann entsprechend Mitarbeiter brauchen. So, also Milet. Ja, man könnte natürlich Gordion fragen. Nein, Gordion wird uns keine militärische Hilfe leisten. Terra? Jawohl. Ein Militärschlag fordern gegen Milet. Jawohl. Dann ist man verbittert. Ja, kann ich auch nichts zu. Und wir werden alles anwerben, was wir haben. Das habe ich mir fast gedacht. Wir können überhaupt keine Schiffe mitnehmen. Aber wir können Herkules mitnehmen. Wunderbar. Ja. Schicken wir los und dann hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen. Die Fregatten können wir natürlich wieder hier außer Dienst stellen. Streitmacht marschiert gen Milet. Gut. So, Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute entgegen. Ja, mit dem Marmor können wir eigentlich nichts anfangen. Da produzieren wir ja jede Menge. So, wir können hier noch die zweite Bibliothek bauen. Das wollte ich ja gemacht haben. Ja, der Militärschlag gegen Milet war erfolglos. Das habe ich mir fast gedacht. Ich hoffe aber, dass wir jetzt erfolgreich sind. Wir haben es geschafft. Unser Militär war stark genug, dass wir Milet erobern konnten. Ach, wunderbar. Milet ist unser Vasall. Wir kriegen 24 Zwiebel jährlich als Tribut. Fantastisch. Kauft Weizen und Orangen. Okay, damit können wir jetzt nicht viel anfangen. Wir können ihnen aber Olivenöl geben. Ein mittleres Geschenk Olivenöl, da ist niemand so verbittert. Und Kythera, nee, Thera ist auch verbittert. Kauf Weizen und Wolle. Ja komm, dann kriegst du ein mittleres Geschenk Wolle. Können wir ja einkaufen, ist ja kein Problem. Wunderbar. Damit brauchen wir jetzt nur noch die majestätische Pyramide fertigzustellen. 78% sind schon fertiggestellt. Wir fragen Atlas nochmal, ob er uns hilft. Na, diesmal nicht. Okay. Ja, aber die zweite Etage ist im Kern schon fertiggestellt. Ich denke mir mal, es werden insgesamt 4 Etagen werden. So, Milet, Dank für das Geschenk, was es nicht brauchte, egal. Ja, und wir bekommen ja von Milet 24 Einheiten Zwiebeln als Tribut jährlich. Da würde ich nochmal ein extra Silo für bauen. Und zwar würde ich das hier alles abreißen. So. Würde jetzt hier das Silo bauen. Das passt nämlich hier noch wunderbar hin.
Ja, den Architekten, den sollten wir natürlich auch dann wieder aufbauen. Der kann dann jetzt hier hin. Genau. So, und dann können wir hier noch ein paar Verschönerungen machen. Und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Wunderbar. So, dieses Silo braucht jetzt aber jetzt keine Zwiebeln annehmen. Orangen werden ja auch nicht angenommen. Hier wird nur Weizen, Fleisch und Seeigel angenommen. So, und wir haben jede Menge Denkmäler und die große Statue des Ares. Ach, die könnte doch eigentlich hier hin, oder? Also würde ich das ja hier nochmal etwas verändern wollen. Ich baue nämlich dann die beiden Jagdhöfe hier auf. Noch. Kommt hier die Straße hin und dann müsste jetzt die große Statue des Ares hier noch hinpassen. Oh, wir brauchen Mitarbeiter. Warum das? Ja, da passt er doch jetzt wunderbar hin. Na, dann guckt er noch ein bisschen zu seiner Schwester. Ach, das ist doch hübsch, oder? So, hier ist aber alles eigentlich entsprechend entwickelt. Wie viel brauchen wir denn? Einen. Na gut. Terra ist dankbar für die Wolle. Bitte gerne. So, dann kann hier nochmal Gartenhäuser hin, oder? So und so. Ja. Ja, läuft eigentlich alles sehr gut. Hier entwickeln sich unsere gehobenen Wohnungen. Die brauchen natürlich jetzt auch noch Waffen und natürlich Streitwagen. Aber da sehe ich schon wieder den nächsten Streitwagen zur Agora kommen. So, hier sieht auch alles bestens aus. Olivenöl produzieren wir mehr als genug. Wir können noch das Heiligtum für Atlas etwas verschönern hier. Gut, dann bauen wir jetzt noch ein Warenlager hier auf, das auch noch entsprechend schwarzen Marmor annimmt. Dieses Warenlager hier im Zentrum wird jetzt keinen schwarzen Marmor mehr annehmen. Da können wir später die Waffen lagern und haben wir ein separates Warenlager für Skulpturen und für Orikal. So, und hier können doch auch Verschönerungen hin, oder? Ja, die Sperren eben mal so setzen. Da muss ja jetzt keiner entlang. Und dann, komm. Denkmäler. Das passt doch sehr schön, oder? Und dann können wir hier einen Architekten noch setzen. Und dann kann diese Sperre hier auch weg. Dafür kommt dann hier eine Sperre hin. Gut. Ja, das gefällt mir.
Einzige, was doof ist, sind diese beiden Schwarzmarmorwerkstätten hier außerhalb. Das können wir eben noch umändern. Ja, jede Menge Aurikal ist auf dem Weg zu unserer majestätischen Pyramide. Und wir können jetzt hier auch diesen Weg verbinden, sehe ich gerade. So, dann kann aber hier eine Sperre hin, ne? So, wir brauchen 19 Arbeiter. Wir können eine Kunsthandwerkergilde abreißen, dann ist das genau richtig. So, noch ein paar Verschönerungen. Wir haben ja Zeit, ne? Oh, eine Rückentwicklung. Warum? Was fehlt denn hier? Ja, ich weiß. Nahrungsmittel. Ah. Ich nehme an, ihr mögt andere Gottheiten mehr als mich. Ihr seid genau wie Zeus. Ja, aber unsere Marktfrau hat hier gut eingekauft, aber der Weg ist schon ziemlich lang. Ich hoffe, sie geht nachher hier an dieses Silo. Das ist, glaube ich, ein bisschen näher. Na, müssen wir mal schauen, ob das... Ich bin Zeus. Sie haben mich beleidigt und dafür werden Sie bezahlen. Oh, also erstmal schenkt Terra uns Wein. Das ist sehr nett. Und Zeus greift an. Das ist das erste Mal, dass Zeus als feindseliger Gott uns angreift. Ja, er kann natürlich alles machen, was er gerne möchte. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was er tut. Wir kriegen auf jeden Fall unsere Tribute. Ja, Aphrodite, das bringt nichts gegen deinen Vater. Zeus überwindet Aphrodite. Ja, das ist mir klar. Okay, was macht er jetzt? Okay. Er wirft seine Blitze. Oh nein! Er hat unseren Stadtpalast zerstört. Ja gut, den würde ich jetzt mal direkt wieder aufbauen. Ach nein, so ein wütender Göttervater in der Stadt ist aber auch wirklich doof, oder? Naja, Aphrodite versucht es nochmal. Hat aber keine Chance. So, und das sieht sehr doof aus hier. Unsere Marktfrau schafft es nicht, mit den Nahrungsmitteln dieses ganze Wohngebiet hier zu versorgen. Ja, und nun versucht es auch noch Herkules. Aber ja, auch Herkules hat keine Chance. Zeus macht Herkules nieder. Naja, gut. Ja, schauen wir mal, was der Göttervater noch in unserer Stadt so alles hier für Unsinn verbreitet. Und auf jeden Fall haben die jetzt hier wieder Nahrung bekommen. Das ist gut. Ja, wir müssen mal das Lohnniveau auf sehr hoch stellen. So, auch die zweite Etage unserer majestätischen Pyramide ist fertiggestellt. Ja, Aphrodite ist da sehr hartnäckig mit ihrem Vater, habe ich das Gefühl. Aber dadurch zerstört er nicht irgendwelche Bauwerke bei uns. Naja, er hat auf jeden Fall wieder unseren Stadtpalast zerstört. Das ist aber auch jetzt hier echt nervig, oder? So, der nächste Kampf steht bevor. Atlas gegen Zeus. Ja, aber auch da hat Atlas keine Chance.
So, dieses Warenlager hier kann ja die Rüstung annehmen. Dann kann dieses Warenlager hier auch Regal annehmen. 12 Einheiten reicht aber. Bisschen Platz haben wir ja schon hier. Ja, und Zeus hat unsere Münzereien verflucht. Okay, damit kann man leben, glaube ich. Ja, dieses Silo ist schon wieder leer. Wir fragen Demeter nochmal. Ich werde für Sie sorgen, wenn Sie in Not sind. Ah, das ist nett. So, da ist sie schon und das Silo wird jetzt gefüllt. Ach, wie schön. Ja, das mit dem Silo und diesem Wohngebiet passt wirklich nicht richtig. Ihr seht hier schon wieder eine Rückentwicklung. Die Marktfrau braucht einfach zu lange. Da kommt sie zwar jetzt wieder, aber die hier haben kaum noch Nahrungsmittel. Ja, da haben wir gleich wieder eine entsprechende Rückentwicklung. Die hier haben genug, aber auch nicht richtig viel. Das müssen wir anders machen. Wir müssen noch ein Silo bauen. Und zwar direkt hierhin. Wir können die Prachtstraße hier weiterführen. Und dann bauen wir das hier auch ein bisschen anders natürlich. Ja, und dann brauchen wir aber hier noch einen Architekten. Ne? Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ach, und schon wieder greift Poseidon an. Gordion schenkt Wein, Dankeschön. So, wir können unsere Tribute annehmen. Marmor können wir nicht mehr annehmen. Dafür die Zwiebeln. Wunderbar. So, da ist wieder Poseidon, zerstört wieder ein Pier. Na komm, das bauen wir direkt wieder auf. Okay, macht er sich hier schon wieder von dannen. Ach nein. Er zerstört wahrscheinlich mal gerade wieder neu aufgebautes Pier. Och, also. Wie frech. Baue ich das wieder auf. Mal gucken, ob er wieder zurückkommt. Nee, jetzt kämpft er erstmal mit Aphrodite. Poseidon vertrimmt Aphrodite, das ist ja nett. Naja, er wird auf jeden Fall wahrscheinlich unsere Fregatten zerstören. Oh, hier ist ein Seeigelkai eingestürzt. Da ist er schon. Zack. Gut, die sind jetzt verflucht. Verflucht er auch unsere Seeigelkais. Naja, hier muss jetzt nun wirklich keine Zwiebeln eingenommen werden. Ne? Das habe ich vergessen einzustellen, nachdem wir jetzt Milet erobert haben. Ja, unsere Seeigelkais sind auch alle verflucht. Danke, Poseidon, dafür. Ja, hier die Marktfrau kann sich jetzt aus diesem Silo wesentlich schneller mit Nahrungsmitteln bedienen. Und ich glaube, damit haben wir das jetzt ja auch gut gesichert. Ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Wunderbar. Wir werden hier von den Göttern angegriffen, aber das Volk ist zufrieden. Ja, der Kern der 3. Etage ist auch schon fertiggestellt von unserer Pyramide. Wir fragen mal Atlas, ob er uns hilft.
Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ach, wunderbar. Vielen Dank, Atlas. So, und dann wird auch schon fleißig gebaut. Tja, und damit ist die dritte Etage in Nu fertiggestellt. Wir warten auf das Holz für die Transporterrutsche. Und dann brauchen wir auch nur noch 20 Marmorplatten, 4 schwarze Marmorplatten, 6 Ladungen Holz und die 8 Ladungen Orchikal. Ja, Orchikal haben wir jetzt leider nicht mehr, aber wir haben schon November und ich denke mir mal, nachher können wir entsprechend wieder Orchikal einkaufen. Der Fluch ist Gott sei Dank auch wieder von unseren Seeigelkais genommen. Da können wir jetzt wieder Nahrungsmittel produzieren. Das ist auch ganz gut, weil dieses eine Silo ist hier leer. Oh, und dieses hier auch. Oh, wie schrecklich. Ich glaube, Demeter hilft uns jetzt nicht nochmal, oder? Ich werde für Sie sorgen, wenn Sie in Not sind. Ach, Demeter, du bist die Beste. So, ich gehe mal davon aus, dass sie dieses Silo hier füllt. Das wäre schön. Jawohl, sehr gut. Ein neues Jahr ist angebrochen, Tribute stehen an und der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. Oh, Gott sei Dank. So, Weizen können wir annehmen, Marmor nicht mehr, aber unsere Zwiebeln. Ach, das sieht doch wieder gut aus. Ja, wir kommen allmählich zum finalen Bauabschnitt unserer majestätischen Pyramide. Und da macht sich schon jede Menge Transportelefanten auf den Weg. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Man kann es ja mal versuchen und Atlas ist wirklich sehr gnädig mit uns. So, hinter der Transportrutsche ist er zugange und versorgt wieder unsere Kunsthandwerker mit jede Menge Baustoffe. Ja, bei solchen monumentalen Bauwerken ist Atlas wirklich ein fantastischer Gott. Schaut euch das an. Ja, da wird sie fertiggestellt. Die majestätische Pyramide. Wunderbar. Gut, hier heißt sie jetzt die gewaltige Pyramide ist fertiggestellt. Ja, bis zum Ende verschönern wir noch hier diesen Bereich, denn wir haben alle Ziele erreicht. Weiterhin erschaudere ich, wenn ich an den Tag der großen Flutwelle denke, die unsere Stadt heimsuchte. Nun, da Poseidon sich lieber um seine kleinen Pferdchen kümmert, als mit Artemis zu turteln, sind unsere Meere wieder sicher. Und auch Milet wird uns nicht länger nerven. Die Trümmer und der Schlamm werden beseitigt und die majestätische Pyramide erstrahlt über Pergamon. Midas scheint sich derweil erholt zu haben und Gordion befindet sich im Aufschwung. Nun wird es wieder einmal Zeit, unseren Einfluss auf einen weiteren Teil der Ägäis auszudehnen und Pergamon wiederum in die Hände unseres treuen Verwalters Horatio Brosos zu geben. Ja, eine sehr aufwendige Episode, die wir hier gemeistert haben. War sehr anstrengend, aber hat auch jede Menge Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Es sieht so aus, als ob wir eine neue Kolonie gründen würden. Bis dahin wünsche ich alles Gute und ich sage Tschüss, euer Dominus.